Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder zwischendurch ein bisschen Renovierungskontent. Ihr seht hier Farbe und das hier ist tatsächlich farbähnlicher Putz. Also sprich, man kann diesen Putz dann nachher mit der Rolle aufbringen. Ich habe noch nie verputzt und deswegen dachte ich, gestrichen habe ich schon ein paar Mal, das heißt, das kann ich so ein bisschen. Und deswegen war meine Idee, dann, bevor ich jetzt anfange, hier verputzen zu lernen, mir eben hier so Putz zu holen, den man aufrollen kann. Das habe ich jetzt auch gemacht. Der hat eine feine Körnung, eine 0,5er. Das sollte dann zu der restlichen Wand passen und dafür eben auch so eine spezielle Rollbürste, sage ich jetzt mal. Die ist relativ hart, also im Vergleich zu normalen Bürsten, aber soll eben speziell für das Aufbringen von solchem Putz dienen. Und was will ich denn verputzen? Hier drüben in der Ecke, also neben dem Eingangsbereich, die Tür will ich wahrscheinlich jetzt noch wegmachen, dass ich da besser rein und raus rangieren kann. Da will ich jetzt eben hier diese nicht so schöne Trockenbauwand noch verputzen. Ich hatte erst angefangen, hier die Ränder aufzufüllen mit so ein bisschen Bohrlochfüller. Aber da habe ich eine ganze Packung gebraucht, nur für diese eine Seite. Und dann dachte ich mir, nee, das ist ja auch irgendwie Quatsch, da so viel von diesem Bohrloch- und Rissfüller zu verwenden, weil die haben ja nicht so ganz sauber gearbeitet. Und die ganze Wand will ich jetzt nicht nochmal neu machen. Also habe ich mir hier Bauschaum besorgt, Montageschaum. Ob das besser funktioniert, weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach ein Versuch, dass ich den sozusagen hier in die Ritzen spritze und dann das Ganze glatt ziehe oder halt glatt drücke. Dafür habe ich mir hier nochmal so eine rundliche, so einen rundlichen Spachtel oder Spatel gekauft. Und ja, die Idee ist eben, dass ich dann hier so in die Ritze reindrücken kann. Wie gesagt, wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Das hier werde ich natürlich, solche Löcher werde ich natürlich mit Bohrloch oder Rissfüller wieder schließen. Aber diese großen Höhenunterschiede, die wir hier haben, weil die Platten nicht so sauber verlegt sind, die will ich mit Bauschaum machen und dann eben drüber putzen, weil das ist eine Wand, da kommt nichts hin, also da kommt jetzt nichts, was ich da anbringen will oder hängen will, sondern da soll so ein kleiner Schrank hin. Und deswegen ist das okay, wenn ich da sozusagen von der Gesamtkonstruktion das nicht so fest habe. Außerdem, wie gesagt, ist das ja alles nur Trockenbau. Das heißt, da könnte man sowieso nicht wirklich groß was befestigen. Also Idee ist jetzt in dem Video, dass ich das Ganze filmisch begleite und festhalte, ob das eine gute Idee war, schlechte Idee mit dem Baumschaum, mit dem Verputzen und wie es dann halt am Ende aussieht. Am Ende haben wir hier hoffentlich ein verputztes Stückchen Wand, das dann auch entsprechend frisch gestrichen ist. Drumherum werde ich dann auch frisch streichen und in der Mitte soll sich dann ein Schrank befinden, um eben so ein bisschen Utensilien, Flüssigkeiten und so aufzubewahren. So ein schöner Metallschrank. Ich hätte gesagt, wir schauen mal, wie es läuft. Ich fange an, dass ich das Ganze mal mit ein bisschen Bauschaum ausfülle, also diese Ritzen und Löcher, und werde euch dafür in den Zeitraffer packen. Mal gucken, wie gut das läuft. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen. Also die Verarbeitung des Bauschaums war so, geht so. Problem ist eben, der ist sehr klebrig, lässt sich also schlecht streichen oder verteilen.
Das wusste ich nicht. Ich habe das erste Mal mit Bauschaum gearbeitet. Ja, viele von euch werden wahrscheinlich gedacht haben, als ich das vorher erzählt habe, was ein Idiot, das klappt doch nie. Also bei dem ersten, was ein Idiot, gebe ich euch recht, aber klappt ja nie. Nee, es hat schon funktioniert. Also die Löcher sind zu, ja, das ist in Ordnung. Auch wenn sich es, wie gesagt, ein bisschen schwierig verteilen ließ. Solche Überstände und so, da werde ich dann, wenn das fest ist und ausgehärtet, werde ich einfach mit der Schleifmaschine und einem 80er Schleifpapier drüber gehen, um das wieder ein bisschen anzuglätten. Aber das eigentlich Wichtige, das hat schon funktioniert, dass die Spalten und Löcher jetzt eben gefüllt sind, und sobald das ausgehärtet ist und ich das angeschliffen habe, denke ich, sieht das auch in Ordnung aus. Und wie gesagt, da kommt ja nochmal ein Strukturputz drauf mit so 0,5er Körnung. Die Ecken da unten, die habe ich auch ein bisschen mit Bauschaum gefüllt. Die werde ich dann auch entsprechend anschleifen, wenn es trocken ist, sodass es relativ glatt ist, und dann eben mit diesem Rollerputz oder dem Putz, den man eben aufrollen kann, partiell nochmal ein bisschen mit Putz eben überstreichen und dann eben alles weiß machen. Aber ja, jetzt habt ihr das gesehen. Also würde ich das empfehlen? Nein. Wahrscheinlich ist es schon besser, wenn man sich irgendwelche Spachtelmasse anrührt und das dann eben verspachtelt. Ich kann halt nicht spachteln, ne? Und das jetzt auszuprobieren hier war mir auch irgendwie zu heikel. Wahrscheinlich wäre es verspachteln, wenn ich das erste Mal mache, auch nicht schlimmer geworden als jetzt hier diese Bauschaumlösung. Aber zum Verspachteln hätte ich mir jetzt noch einen Eimer kaufen müssen, hatte ich nichts. Irgendwas zum Mischen, Spachtelmasse, dann kriege ich das richtige Mischungsverhältnis gleich hin oder nicht. Irgendwelche, wie heißen die, Schmetterlinge oder so, um dann da das Verspachtelte abzuziehen. Das habe ich alles nicht. So habe ich jetzt 2 Döschen Bauschaum gekauft für je 3,99 €. Es ist wie gesagt kein tolles Ergebnis, aber wenn ich da am Ende drüber schleife, denke ich, sollte es funktionieren. Ihr werdet es ja jetzt gleich sehen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen Zeit verstreichen lassen und in der Zeit mal den Schrank aufbauen, der dann hier später hin soll. Und den zeige ich euch dann jetzt gleich, wenn er zusammengebaut ist. Das Zusammenbauen zeige ich euch nicht. Das ist ja individuell, je nachdem, welchen Schrank ihr euch kauft. Also ich baue mal den Schrank zusammen in der Wartezeit und dann schauen wir uns den Schrank an. So, jetzt habe ich hier, währenddessen der Bauschaum noch trocknet, den Schrank schon mal zusammengebaut. Ich habe mich jetzt für einen Metallschrank entschieden. Beworben wurde er, dass man wenig Werkzeug braucht, um ihn aufzubauen. Das stimmt, man braucht nur einen Schraubenzieher. Dennoch war es jetzt schon ein bisschen ein Gefummel, bis der dann steht. Also wenn es das vormontiert gibt, würde ich euch empfehlen, sowas vormontiert zu kaufen. Ansonsten ist halt immer ein bisschen nervig mit dem Aufbauen und auch mit dem ganzen Müll. Also der war gut verpackt. Trotzdem gab es so die ein oder andere kleine Kratzspur oder auch eine Delle habe ich irgendwo gesehen. Aber ja, also deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, an so Schränke zu kommen, aufgebauter Zustand, würde ich euch empfehlen, aufgebaute Schränke zu kaufen. Dann habt ihr nicht das Problem mit dem ganzen Müll, also Styropor und so Polsterfolie, Pappe und eben auch Papier ist da ordentlich dabei. Aber ich muss sagen, Preis-Leistung finde ich jetzt okay. Ja, also der war jetzt nicht super günstig. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, habe ich bei Amazon gefunden. Er könnte, wenn ich es mir jetzt so ansehe, ruhig ein bisschen höher sein. Die haben auch Varianten, die höher sind. Die sind dann allerdings schmäler. Es gibt auch eine breite, hohe Variante, die ist aber dann wiederum sehr teuer. Ja, also ich habe mich jetzt mal im ersten Schritt für den entschieden. Vielleicht besorge ich mir noch 1, 2 von den schmalen großen für so kleine Putzsachen oder so. Es ist halt doch ein bisschen aufgeräumter und natürlich auch staubgeschützt im Vergleich zu den offenen Regalen. Auf lange Sicht würde ich halt gern auf Schränke umstellen. Muss ich jetzt mal schauen. Ich starte jetzt mal mit dem, schaue, wie sich das so verhält im Alltag. Also von der Solidität, also beziehungsweise von der Robustheit. Das fühlt sich jetzt gut an. Der steht ja jetzt auch noch nicht final. Die Türen fehlen noch. Ne? Die Türen will ich jetzt erst einsetzen, wenn ich ihn dann an seinem finalen Platz habe, damit ich mir nicht so schwer tue beim Hintragen. Ohne Türen ist er doch ein Stückchen leichter. Und ja, ging wie gesagt relativ schnell. Bei Interesse ist er verlinkt. Ansonsten können wir jetzt einmal gucken hier drüben, was macht der Bauschaum. Ich habe jetzt hier so die Sachen, die so ganz grob hier dranhängen, die habe ich jetzt schon mal so ein bisschen abgepopelt. Das geht mit der Hand ganz gut. Auch da oben an der Kante habe ich schon so ein bisschen abgepopelt. Allerdings, ja, ich muss wahrscheinlich schon die ganze Nacht warten, bis das dann richtig trocken ist. Normalerweise, ja, ist ja so die Aushärtezeit 12 bis 24 Stunden. Also ich denke, das werde ich dann erst morgen richtig abschneiden und schleifen können. Und dann geht es sozusagen für euch morgen weiter, also beziehungsweise für mich geht es morgen weiter, für euch im gleichen Video. Aber das muss jetzt noch eine Weile trocknen. Dann, wie gesagt, seht ihr jetzt gleich, wie ich das ein bisschen abschneide. Also das, was dann überflüssig ist, ne, den Schaum, der jetzt hier so überquillt, den werde ich dann
einmal mit einem Messer abschneiden und danach vielleicht, je nachdem, wie gut das dann aussieht, nachdem ich mit dem Messer geschnitten habe, vielleicht muss ich danach noch ein bisschen schleifen. Ansonsten würde ich dann direkt anfangen, den Putz drüber zu rollen. Aber so bin ich jetzt eigentlich doch ganz zufrieden. Wie gesagt, ist nicht perfekt, aber es ist ja nur ein Zwischenstand. Und ich denke, wenn ich dann die Überstände abgeschnitten habe und wie gesagt im Zweifel noch ein bisschen geschliffen, dann ist das eine einwandfreie Unterfläche, um da den Putz aufzurollen. Und dann sieht das, denke ich, am Ende auch wirklich gut aus. Hoffe ich zumindest. Wir werden es ja jetzt dann mitbekommen, wie es sich entwickelt. Also wie gesagt, für euch geht es gleich weiter. Ich lege jetzt eine kleine Wartepause ein. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe hier auch schon entsprechend grob das Ganze gereinigt. Also ich habe hier dann mit einem Spachtel, ich blende euch jetzt mal was ein. Habe ich mit dem Spachtel das eben hier so weggeschabt. Bin nochmal grob mit der Drahtbürste drüber. Und ich denke, das sollte jetzt eigentlich, wie gesagt, da kommt ja ein Schrank davor, das sieht nachher eh keiner mehr. Ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die groben Löcher sind jetzt zu. Und wenn dann der Putz drauf ist, dann denke ich, passt das hier auch. An so Stellen, wo jetzt halt so ein bisschen, sage ich mal, Vertiefungen sind, werde ich einfach ein bisschen mehr Putz versuchen aufzubringen. Und ja, dann wird das, denke ich, schon funktionieren. Hier unten am Boden habe ich es auch so gemacht. Bin ich einfach mit der Drahtbürste drüber. Das sieht in Ordnung aus. Das kann ich zur Not, bevor ich den Boden dann streiche, ja nochmal etwas intensiver machen. Aber auch das, hätte ich gesagt, sollte problemlos sein, wenn ich dann eben entsprechend das nochmal ein bisschen vorreinige, bevor ich den Boden dann einfärbe. Den Boden werde ich dann hier auch wieder drüben eben mit diesem dunklen Anthrazit streichen. Dann ist das ein einheitliches Bild. Und jetzt hätte ich gesagt, probiere ich mal, wie das mit diesem Rollen, also dem Aufrollen, dem Streichen von Putz, wie gut oder schlecht das funktioniert. Dafür setze ich euch wieder in den Zeitraffer und ja, drückt mir die Daumen, dass das hier kein absolutes Fiasko wird und das einigermaßen am Ende aussieht. Wir werden es gleich feststellen. So, jetzt habe ich hier die erste Schicht drauf gemacht. In der Mitte sieht es, finde ich, sehr gut aus. Man hat hier jetzt noch das Problem, ja, auf der Kamera sieht man das gar nicht so stark, dass da, wo diese Platten zusammengesetzt worden sind, da sieht man noch ein bisschen diese, ja, sag ich mal, diese Ritzen, wo die Platten Stoß auf Stoß gingen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal zufrieden. Auch da unten habe ich jetzt die Ecken schon einmal eingepinselt. Das muss jetzt einmal anziehen, einmal trocknen. Und dann werde ich nochmal eine Lage drüber packen und bei der zweiten Lage werde ich dann vor allem das Augenmerk hier auf diese Randbereiche legen. Ich habe gemerkt, mit der großen Rolle kommt man in die Randbereiche gar nicht ordentlich rein. Vielleicht werde ich dann da einen Pinsel nehmen oder so. Das muss ich ausprobieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich da halt jetzt hier, wo eben der Übergang nicht so sauber ist, da will ich dann, ich probiere es mit dem Pinsel, ob ich da einfach ja so ein bisschen Material hingeklatscht bekomme, sage ich jetzt mal. Und hier drüben haben wir ja noch einen größeren Schlitz. Und wie gesagt, mit dem Pinsel, denke ich, kriege ich da ein bisschen Material hingeklatscht. Und dann gehe ich noch einmal mittig drüber mit der großen Walze, wenn es dann trocken ist. Und dann denke ich, sollte das passen. Wie gesagt, das ist ja nur, dass das halt nicht mehr ganz so chaotisch aussieht. Und am Ende steht ja der Schrank davor. Dann sieht man gerade diese Übergänge hier, wo die Platten Stoß auf Stoß waren, sieht man dann nicht mehr. Und dann sieht das insgesamt schön aus. Die ganzen kleinen Löcher und so hatte ich jetzt hier an der Seite auch so gut es geht zugespachtelt. Ein paar sieht man noch, aber ich denke, mit der zweiten Schicht Putz sollte sich das dann auch entsprechend ja, erledigen. Was ich sagen muss, also das spritzt wie die Hölle. Hier, der ganze Boden sieht aus, da muss ich dann am Ende mit der Drahtbürste nochmal drüber. Also geil zum Verarbeiten ist es nicht. Also was heißt zum Verarbeiten? Also das Auftragen funktioniert gut, aber wie gesagt, dass das so spritzt und ja, ist halt schon ein ganz schönes Geschmotze. Die Bürste ließ sich ganz gut oder die Rolle ließ sich ganz gut sauber machen unterm Wasser,
Allerdings weiß ich halt nicht, wie es sich anfühlt, wenn sie getrocknet ist, ob sie dann wie so ein Stein ist. Sieht eigentlich sauber aus, aber das werde ich euch dann erfahren, wenn hier die erste Lage getrocknet ist und ich die zweite Schicht sozusagen drauf packe. Für jetzt muss ich einfach ein bisschen abwarten, geduldig sein. Für euch geht es gleich weiter. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen. Einmal vom Verputzen, das Streichen habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich habe aber tatsächlich auch den Bereich, also ist jetzt natürlich wieder dunkel, sieht man schwierig, so diesen Bereich bis nach oben und hier um die Ecke habe ich gestrichen. Natürlich auch hier unten die Ränder, das schauen wir uns gleich im Detail an. Und als letztes hatte ich noch einen Zeitraffer drin vom Boden, den ich jetzt auch gestrichen habe. Das heißt, wir haben jetzt hier eine durchgehende Bodenfarbe. Hier habe ich extra eine Reihe von den Fliesen weggenommen, weil ich jetzt nicht direkt am Stoß der Fliese irgendwie malen wollte. Deswegen habe ich eben eine Fliesenreihe weggenommen, sodass das dann nahtlos ineinander läuft. Ich habe allerdings jetzt auf der Seite hier links nicht so weit, wie gesagt, unten das Ganze mit Farbe oder halt mit dieser Bodenfarbe bepinselt, wie das hier auf der rechten Seite der Fall ist. Hier hatte ich ja deutlich mehr Fliesen weggebaut. Also man sieht das hier auch am Rand, ne? Da geht ja die Farbe, geht ja hier unten bei den Fliesen entlang bis zu dieser Fliesenhöhe, aber das habe ich hier drüben nicht gemacht. Da habe ich jetzt nur eine Reihe. Das passt ja auch. Mir geht es ja nur um das Gesamtbild, wenn man reinfährt, dass es gut aussieht. Und ja, also ich bin zufrieden. Man sieht auch keine Farbübergänge. Was man manchmal noch sieht, ist hier, da sind so Schlitze und da schimmert noch sozusagen die alte Farbe durch. Da bin ich mit dem Pinsel auch tatsächlich nicht so gut reingekommen. Damit muss man leben. Das ist dann eben so. Und wie gesagt, da unten habe ich hier jetzt, ja, wie auf den anderen Stellen auch, das Ganze eben entsprechend unten noch so ein bisschen den Sockel schwarz eingefärbt und hier, wie gesagt, alles frisch gestrichen. Das heißt, wenn ich jetzt dann gleich das Klebeband entferne, haben wir hier eine saubere Kante oder sollten wir eine saubere Kante haben. Dann, wie gesagt, das Füllen der Löcher oder dieses Spalts, der hier vorhanden war, hatte ich ja mit Bauschaum gemacht und das ist ganz ehrlich, also das ist doch wirklich gut geworden. Das finde ich wirklich super. Also das ist top, auch die Struktur hier ist wie gesagt jetzt ein bisschen dunkler, aber es ist, ja, also ich bin echt happy. Kann ich tatsächlich empfehlen. Die Verarbeitung von dem Bauschaum war Mist. Also wenn man was sucht, was gut sich verarbeiten lässt, dann ist Bauschaum nichts. Aber um das Problem zu lösen, gibt sicherlich bessere Methoden, aber ich hatte jetzt nichts anderes, um mir zu helfen und es hat gut funktioniert. Insofern passt das, ja. Das heißt, ich würde jetzt einmal den Klebestreifen entfernen, dass wir da eine saubere Kante bekommen, den Schrank hier hinstellen und dann schauen wir uns das Endergebnis an und ich denke, ja, ich bin jetzt schon zufrieden und ich denke, mit dem Schrank wird das dann nochmal ein Tickchen besser aussehen. Also jetzt baue ich den Schrank auf und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, ich habe jetzt das Klebeband entfernt. Ihr seht jetzt also hier diese harte Kante, ne, wo ich abgeklebt hatte. Also dieses Klebeband hier ist wirklich super, bin ich sehr zufrieden mit, das kann ich auch empfehlen, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ihr kriegt schöne Kanten, es lässt sich gut anbringen, gut abziehen, das ist perfekt. Und hier ist eben jetzt das, was ich beschrieben habe, hier auf der von der jetzigen Perspektive, jetzt gucken wir ja sozusagen in die Halle rein. Habe ich auf der linken Seite, also einfach das, was ich früher gemacht habe, habe ich weiter den Boden lackiert bzw. angestrichen, weil ich ja hier auf der Seite das mit den beiden Maschinen habe. Und hier habe ich mir das jetzt gespart. Die Reihe mit den Matten werde ich jetzt wieder entsprechend anbringen und dann sieht man auch diese Kante nicht. Aber es war mir halt wichtig, dass wenn bis hier vorne jetzt Matten liegen, dass eben dann nicht sowas durchschimmert, sondern dass es dann eben eine geschlossene Fläche ist. Das habe ich jetzt erreicht. Hier drüben, wie gesagt, haben wir jetzt halt auch eine harte Kante, aber die ist halt bündig mit dem, was wir am Boden lackiert haben. Und das Wichtigste, der Schrank steht. Ihr seht, hier unten sind jetzt noch, habe ich aus Pappe noch so 2 Dinger unterlegt, unterfüttert. Das musste ich machen aus dem Grund, da
aus welchen Gründen auch immer, der Boden da hinten höher ist und hier vorne so leicht abschüssig, da muss ich dann aus dem 3D-Drucker mir noch perfekte Unterlagen basteln. Aber jetzt fürs Erste reicht's. Und der steht jetzt auch bombenfest. Ne? Da wackelt nichts, das passt. Ist, finde ich, sehr schön. Also hier hat man diesen Verriegelungsmechanismus. Man kann zusätzlich auch nochmal abschließen, wenn man möchte. Die Türen sind super schnell eingehangen. Also ihr habt hier oben einmal so eine Lasche. Die könnt ihr nach unten ziehen und dann kommt der Stift, der die Tür hier oben sozusagen verriegelt. Der kommt dann raus. Und unten, da gibt es das so nicht. Da hat man lediglich so einen kleinen Metallstift, den man einsetzt. Das heißt, man setzt die Tür zuerst unten ein. Dann hier oben ist es eben so, muss man diesen Stift nach unten drücken und kann dann hier oben die Tür einhängen. Und so hat man beide Türen eingehangen und ihr hört schon, die sind auch magnetisch. Bedeutet, in den Türen selber hat man hier oben jetzt solche kleinen Magnete. Die werden da einfach reingeklipst und noch so einen kleinen Anschlagpuffer, damit das nicht ganz so, ja, sage ich mal, billig klingt. Und über diese Magnete und den Anschlagpuffer erreicht man eben, dass das hier schön schließt, ne, und sich dann eben auch verriegelt, ne, dass es nicht von alleine aufgeht, sondern eben eine gewisse Stabilität hat. Und diese Magnete sind oben und unten an der Tür. Das kann ich auch hier nochmal zeigen. Ne, auch unten an der Tür ist dann dieser Magnet vorhanden. Wie gesagt, die fallen jetzt halt auf die Türen, weil das noch nicht hundertprozentig gerade ist. Das mit der Pappe ist halt nur eine Übergangslösung. Wenn ich die 3D-Drucker aufgebaut habe, mache ich mir da was Hübsches mit dem 3D-Drucker und dann steht er auch perfekt im Wasser und dann fallen auch die Türen nicht mehr so komisch zu. Nee, aber ich bin jetzt echt zufrieden. Jetzt werde ich, wie gesagt, noch die Matten, die hier fehlen, wieder anbringen, den Schrank einräumen. Das sieht doch wirklich sauber aus, kann sich sehen lassen. Insofern war es das fürs heutige Video. Es gab so ein bisschen Renovierungskontent. Ich habe euch diesen Schrank vorgestellt, den ich sehr praktisch finde. Die bieten, wie gesagt, auch höhere Schränke an, die ein bisschen schmäler sind. Also ja, ihr könnt ja, wenn ihr Interesse habt, bei Amazon mal gucken. Ich fand das jetzt preislich okay, vor allem halt für die Verarbeitungsqualität. Ja, also es ist halt jetzt nicht, klar, diese Schränke sind oder diese Regale sind super günstig, aber es ist halt auch wackelig und wie gesagt, alles ist offen. Das ist in dem Schrank drin, das bleibt auch relativ sauber und sieht halt einfach viel aufgeräumter aus als jetzt so ein offenes Regal. Ja, und wie gesagt, es gibt halt verschiedene Varianten, wahrscheinlich auch noch zig andere Hersteller. Ich habe mich jetzt halt für den entschieden. Ich fand das vom Preis her gut und mit der Qualität bin ich auch zufrieden, sonst hätte ich es zurückgeschickt. Insofern, ja, kann ich das erstmal empfehlen. Somit, wie gesagt, sind wir durch fürs heutige Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Die Farbe, das Klebeband, den Putz, den Schrank. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung, falls da jemand Interesse hat. Somit wünsche ich euch einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch mit dabei. Bis dahin, gute Zeit und ciao.